So, okay. Bitte. Irgendwie ist die Kamera heute irgendwie mehr. Ah ja, ich sehe es auch. Ja, die ist ein bisschen nach da. Okay. Ja, passiert. Ich muss ja aber auch bewegen. Sehr gut. Okay. Ja, und dann machen wir doch mal so. Eine Sekunde, mach mal gerade eben mal kurz hier den Shooter auf. Also mal, Sekunde. Moment. Jetzt. Jetzt sehe ich euch auch. Sehr gut. Sehr gut. Alright. Leute, willkommen zum Stream am späten Abend. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen wach. Ja, ich habe mal wieder was gestartet. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ja, genau. Ich mache dann mal direkt weiter, damit ich noch vom Schlafen gehen da durchkomme. Und zwar wollte ich das mal so auf ein anderes Event reagieren. Und ja, genau. Dann mal schauen. Es gibt noch einen Showcase, da werden irgendwie ganz viele, also Story-Spiele gezeigt. Da wollte ich mal da reinschauen. So, Sekunde. Jetzt. So, okay. Okay. Dann legen wir mal los hier. Moment, ich mach kurz hier mal den Chat auf. Und dann geht's los. So, Moment. Ähm, jetzt. Okay, ich habe jetzt den Chat offen, sehr gut. Dann kann es jetzt auch losgehen. Und zwar auf 3. 3, 2, 1. Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Livestream bzw. Video. Freut mich, dass jetzt um 0:40 Uhr noch ungefähr 10 Leute im Podcast-Stream mir gerade zuschauen.
Bleibt gerne auch dran, Leute. Jetzt habe ich auch alles aufgebaut. Das genau direkt losgehen. Und zwar, ihr seht hier der QR-Code und hier die blaue 1 heißt, ich bin wieder mal live und reagiere jetzt mal auf das weitere Showcase. Ey, es hört nicht auf, ey. Ich reagiere und streame und es werden gefühlt mehr. Ach, keine Ahnung. Bin jetzt echt mal gespannt. Ich hoffe, dem Chat geht's gut. Hab jetzt zwischenzeitlich gesehen, dass da auch mal irgendwie 15 Leute im Stream waren. Weiter so. Hobby, der das Ganze auch irgendwie, ja, Leuten gezeigt wird und versteht. Vermutlich liegt ihr alle noch im Bett und wollt einfach nicht morgen auf die Arbeit oder so. Freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich mache ganz kurz eben mal diesen Stream auf und dann machen wir das mal ganz schnell, weil ich eigentlich morgen auch mal früh aufstehen muss. Aber das dauert auch nur ja 45 Minuten. Deswegen abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Like gerne das Video und schreibt mal einen Kommentar, welches Spiel euch am besten gefallen hat und was ihr noch alles von mir sehen wollt. Und genau, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Eine Sekunde, ich mach kurz hier die Facecam View an und dann geht's hier auch schon los. So, das hier ist das Video, auf das ich heute reagieren will. Story Rich Games Showcase. Wie ihr seht, auch wieder im Rahmen des Game Fest. Ja, klingt alles irgendwie interessant, deswegen let's go. Geht ja auch direkt los ohne Intro. Okay. Secure burn 9 at all costs. That information is well above. Abonniert mich gerne und teilt gerne den Stream. Operator, are you there? I'm dead if I can't find some way to get out of the open. Also ich mag sehr gerne Spiele, die eine ja ausgefeilte Story haben so. Und ich fand auch nur auf dem Nintendo, dem allerersten NES Ninja Gaiden auch geil. Mit diesen 8-Bit Filmszenen, die irgendwie dort auch sehr episch waren. Klar, Metal Gear Solid liebe ich auch. Und Final Fantasy und generell einfach mal Spiele, die nicht nur ja dumm bum 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 und so. Und ja, mal gucken, was alles hier so jetzt gezeigt wird. Operator, tell me the truth. Keep control of the agents. They're an asset, nothing more. You're my only way out of here. Operator, give me an update. Where is the asset? Burn 9. Okay, Coming technical 26. Radio Action. Ich glaube, ich bin von den Codec Calls von Metal Gear inspiriert. Dodo, can you hear me? Dodo, come in! Dodo! Snake! Yeah, okay, let's go. Everyone. Welcome to the first ever Story Rich Showcase. I'm Spencer from Fellow Traveler. Das ist das allererste dieser. Und hier links seht ihr auch hier Metal Gear Solid That's not all 3. we have in store for you. Hier ist nochmal The Snake. team has been hard at work over the past few months, Nice. reaching out to developers from all over the world. We love and publish narrative games and wanted to build a showcase where story games could really shine. Over the next hour, we'll have brand Mal new gucken, games ob to das show you. jetzt so We'll have some updates from some Indie-Spiele recent sind favorites, oder plus some auch news from halt teams you may not have wirklich, heard from in a while. And what showcase ja will lol, complete some 6, worlds from the real. 7, ja in den Chat, Let's start okay, the show. alles klar. All right, Grandma, here we are. Don't open
Open the door. It's that prick, Ellen. Ja, das Spiel wurde mal gezeigt. Das ist bei irgendeinem anderen Showcas. Es geht irgendwie, dass Leute deine Oma killen wollen. Und die halt irgendwie Geburtstag hat und man halt rauskriegen soll, wer der Mörder ist. Das habe ich schon mal gesehen, okay. Jetzt nichts Neues. Aber ja. Aber dass die Leute mir ernsthaft 6, 7 in den Chat schreiben, okay. Okay. Ui. Okay, so ein horrorlastiges Pixel-Adventure. Mit Echtzeitkämpfen auch, irgendwie so mit Schießen und Zeug und alle Anime. Daniel is an altar boy serving a mysterious church. One night, a demon quietly takes hold of him. When his grandfather suddenly falls deathly ill, Daniel discovers something strange. Every time he performs a good deed, the old man heals. Sounds like a miracle, right? Except, for every act of kindness, a portal to the underworld tears open. Catechesis is a psychological horror RPG where you explore unsettling environments, meet characters you'll care about, and face demons head-on with twin-stick combat, or slip past them with stealth. Ah, Twin-Stick, okay, also man läuft quasi und schießt. Inspired by Deadly Premonition, RPG Maker classics such as Mad Father, and anime like Evangelion and Jujutsu Kaisen, featuring an original score by Garrod, composer of Valhalla and Yuppie Psycho. If you're ready to descend into the mysteries of this new religion, the Catechesis demo is available now. Welcome to Rusty Lake, a place unlike any other. Its most prosperous house belongs to the Vanderbooms, a peculiar family who hire servants to clean their mess. You've Aldous, the trusted one. He seeks wisdom while upholding family tradition. Alexandra, the bright, full of ruthless ambition, the holder of the family lineage. And William, the Übrigens, ich hab's wieder nicht geschafft, den vorbereiteten Stream zu starten. Irgendwie, ja, spinnt gerade ein bisschen Streamlabs, leider. Aber gut, ich muss mal gucken. Mir wurde mal ein anderes Programm empfohlen und ich muss gucken, ob das vielleicht besser funktioniert, über die letzten Tage. Aber ja, wenn ich jetzt mal die ganzen Spiele mal durchreagiert habe, dann lässt sich mich halt anders schneiden, deswegen, ja. Our other channel where we attempt to discover and highlight great Ja, crazy. In Rockland streamen gerade 12 Leute. Danke euch, dass ihr alle da seid, Leute. Abonniert gerne, subscribe und ihr wisst ja, liken, sharen und so. Danke sehr. But what I found interesting is over the past 10 years how indie developers have really taken up the mantle of great storytelling in games. When I think about some of the games that we've enjoyed the most on NoClip, wir reagieren gerade, wie gesagt, auf das Story Rich Game Festival Fest. And even the recently released Wax Heads. Games with wonderful gameplay, but ultimately games where the player is ist echt sehr abwechslungsreich, ist echt crazy auf jeden Fall. Folgt gerne noch mehr Leute rein, Leute. Bleibt auch gerne dran, swipet nicht weiter, unterstützt mich gerne.
einfach indem ihr da bleibt und den Stream nebenher laufen lasst, ist mir schon eine große Hilfe. Great will and great strength, and there his body lay, his blood pooling beneath him. The next morning, Miss Seafoam has taken over as captain. We just came in here to question you, since you're one of the Ja, suspects. das stilisierte Yeah, no, that doesn't get you off the hook, I'm afraid. What? You'd like a succinct yet exhaustive rundown of our operation hat ein bisschen was von einem alten Freund in Blick Adventure, da fühlt sich ja der Augenfreund. So Martugo was alone in a locked room. Quite the story, isn't it? Sure, that's why I got myself trapped in the murderous submarine. This was on the floor of the crime scene. Do you know what it is? I couldn't say with any academic certainty. Surely some solemn secret, dark and Ist Wahnsinn, also wie viele Spiele parallel alle Any further questions? in Entwicklungsrichtung befinden, das ist ja echt der Wahnsinn, ey. 900 US. Auch für die PS5. Okay, cool. Nice. Kann sein, sieht aus wie so ein Game Boy Advance Spiel. So ein Pokémon Rubin oder Pokémon Saphir oder so. Ich hätte echt so ein Game Boy Advance oder Super Nintendo nicht spielen können. Ganz kurz, ich habe wieder vergessen, den Link für die Donation zu posten. Sekunde. Moment, ganz kurz. Ich muss kurz mal eben was in den Chat reinposten. Habe ich gerade kurz vergessen. So, jetzt Sekunde. Zack. Und in den Chat auch mal. Gut. So. Okay. Dann geht's weiter. Jetzt. Könnte echt so ein Pokémon oder Pokémon-Spiel sein. 90 Days. Okay. Alter, warum schreiben wir alle in den Chat 6-7? Also was wollt ihr denn alle? 6-7! 6-7! Mein Gott, ja. Hier sind auf jeden Fall Spiele mit einer reichen Story, die ein bisschen tiefer ist als 6-7. Kia ora tātou, Tala here from Game Digital. We're here in Naarm, Melbourne. You may know us from our first game, Umarangi Generation. Well, we're thrilled today to show you off the story of our next game, Penguin Colony, which is an adaptation of At the Mountains of Madness and A Shadow Out of Time. This story takes place after Lovecraft died, and we asked the question, who his protagonist would have been? Maybe you already know. Look, to make Lovecraft horror work, we've got to do new. Because what is new but the unknown? And the fear of the unknown is the strongest of mankind's oldest emotions. This could be someone's first dip into Lovecraft. So let's start things off slow. No Cthulhu, no Dagon. People have a tendency to overdo it. Well, I've been sitting here yapping for long enough. Why don't we watch the trailer? Geht irgendwie Pinguine und Lovecraft.
thousands of years ago, they ruled the entirety of the world. Ist eigentlich ganz interessant, denke ich. Is the discovery of a lifetime, a being unlike any. Can you imagine the wealth our world would inherit if only a slither of what it knew was given to us? Ia, e meme ha haere ana, ka marama kua whakamau, etahi I te urupa huna. What you see before you is the greatest discovery mankind will ever make. Deep within the city, we shall make contact with him. We shall meet Okay, das geht irgendwie so the architects of okay. Penguin Colony. Okay, give me a demo of scene. Nice. Hi, I'm Madmorph. I'm a creator, and one of the things that I do is find good games and share them with you. There's a very special reveal coming up, but first, here are 3 games that I would recommend that are included in the story-rich mega bundle that is out right now on Steam. This is a charming and creepy adventure puzzle game by Rusty Lake. You want a train, every time you pull into a new station, you've moved through the timeline of a character's life. It's called Underground Blossom. In Yuppie Psycho, it's your first day of working for a big corporation, but at orientation, you find out it's part of your job to hunt a witch. It's an unforgettable story set in a dystopian 90s society. And in this game, you're inside your house after an alien invasion, told to keep your doors locked and to stay inside. But then there is a knock at the door. You have to decide who is human and who is not, and more importantly, who you let inside. It's called No, I'm Not a Human. All 3 of these games and more are included in the story-rich mega bundle on Steam. And now, one of my favorite story games is Beacon Pines. So come with me and let's see what that team is doing next. Paket-Bundle quasi zum Kaufen. Hey Leute, das war ein Rhythmusspiel über als Horror. Aber eine coole Idee, so ein Horrorspiel, aber so als ein Rhythmus. Und ja, so Musik, so, weiß nicht. Das ist lustig, würde ich sagen. Fighting for Kill. Okay, die Animation war cool. Spaghetti Cat. What's going on? What is this place? And Ivy, what happened to me? This place doesn't look like a hospital. Oh! Ey, sowas könnte da wie dem guten Offing gefallen. Can you hear me? Who are you? Ist echt so ein bisschen Visual Novel, Point-and-Click-mäßig. Also optisch gefällt es mir auf jeden Fall. Trisha, don't ever touch my car. Do you even realize what you've done? Okay, jetzt wird's schnell creepy. Aber interessant. Sieht gut aus. The government found something they thought was a weapon. Alle 18 Zuschauer gerade in dem Hochkant-Stream. Danke. Freut mich ganz sehr. Ja, abonniert gerne und nutzt auch gerne mal den Chat auch gerne mehr als die Zahlen 6 und 7. Dann kann ich auch gerne mal auf eure Fragen beantworten.
I'm Maddie Myers. And I'm Zoe Hanna. We're the co-founders and co-owners of Mothership, a reader-supported website with gaming coverage for her, for them, and yes, even for him. At Mothership, we cover games through the lens of identity. Stepping into the shoes of another person or thing, inhabiting a body other than your own, is always part of the gaming experience. Story-forward titles like the ones in this showcase are very much our thing. Coming up next is a murder mystery Es geht auch nicht lange, also jetzt war 1 Uhr, aber das sind noch Our heroine must find both the murder culprit and her lost cell phone. That last bit is something I bet we can all relate to. Let's take a look. Growing up, Granny would tell me and my cousin them all kind of old stories about rolling calf, old hig, river mama, the bagger antics of Sly Mongoose and Brother Anansi. Tell you the truth, I used to think they were just that, tall tales. But no, it looked like story come to bump, and I am in the middle of one. Who killed Brenda Anansi? Who trust? Or what even is happening? Okay, so ein Detektivspiel, so ein... My name is Tasha Ann Palmer, and I will sort it out. Ja, so ein Adventure-Spiel halt. Also, wer hat denn Zeit, das alles sich anzugucken, geschweige denn das alles zu spielen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, jetzt schon über 12 Stunden gestreamt, allein durch diese ganzen, ja, Spiele wirklich, das ist sehr crazy. Und ich bin ja noch nicht mal zum, hinterher gekommen. Ja. Ja, das ist crazy auf jeden Fall, das ist crazy. Okay, ich hab gerade nicht ganz aufgepasst, aber es schwuppt okay. Nice. Chat geht's euch gut. Gebt mir gegen meine Lebenszeichen. Okay, also ein Murder Mystery Spiel oder so. Ach cool, es gibt quasi Texthinweise, man kann einfach auf die Worte klicken und dann das mit dem Text quasi so interagieren und jetzt ja, finde ich vom Stil her echt cool. My name is Riker. Okay. I'm based in Johannesburg, South Africa, and I'm making Detective Turner, If Looks Could Kill. If Looks Could Kill is a murder mystery. Aus Johannesburg in Afrika, okay, wow. A bit of a symbiosis of like this ensemble cast of Knives Out. Ja Leute, ihr seht, in Afrika ist nicht nur alles irgendwie Slums und so kein Wasser. Klar, die Gebiete gibt es auch. Aber in Südafrika wird auch Videospiele. They take Polaroids of everything and write everything down in their little notebooks so that you don't have to. What's a little controversial or different about this game, I think, is that the world is being narrated to you as text written over the floors or the walls or the evidence or the body. And the more you look into it, the more you basically read between the lines and find even deeper meaning and more clues. Ja genau, der Text ist quasi schon so, dass man das Wishlist on Steam geschrieben bekommt, aber je weiter man da rangeht, das ist super widerstand. So. If you like what you've seen today, make sure you stop by Steam and wishlist some of your favorite upcoming games.
You may have heard about it before, but wishlisting is super important for indie games and is a great way to show some love to the developers who are working hard to make sure we always have something great to play. Everything you've seen in today's showcase can be found over on the Story-Rich Showcase page on Steam. Genau, es gibt auf Steam eine Seite von diesem Story-Rich Showcase. Da kann man einfach alle Spiele Studios, and we're really excited to show you our new adventure management title, The Hearth and Harbour. You are Kit Purcell. You've left your home for a fresh start on a new shore. Also wirklich, ne, ich finde es einfach alles so genial, wie viele Indie-Spiele es mittlerweile auch halt gibt. Also ich freue mich auch halt richtig auf die Gamescom auf jeden Fall. Your trusty new cook by your side, settle into routine. Every day, you'll need to build your menu, head to the markets, catch up with the vendors, and buy ingredients. Then it's time for service. As customers arrive, they'll need to be greeted, seated, and looked after. Kit will take their order and Cyril will prepare their meals while you balance the needs of your guests against the stress of your staff. In the evening, the city is yours to explore. Invite new customers, progress friendships, and decompress from the long day. And then you do it all again. Good ingredients, good service, and good meals will build your favor with the people of Luthport. You'll need to make rent each month, but favor is as important as coin. Favor is a resource that can be spent to cut deals with vendors or solve problems for the townsfolk. Yeah, okay, Trust will grant you recipes and gifts from friends. These improvements will allow you to create more expensive dishes and to make your restaurant more comfortable for customers, building even more favor and discovering new stories. As the winds change and war threatens your new home, these relationships will be your lifeline. Tensions will brew and resources will become scarce. But if you've been kind, your community will support you when push comes to shove. This new life is a chance to decide what kind of person you are. What will you do when you're backed into a corner? Will you protect others or prioritize your own survival? The best way to support us is to wishlist the Hearth and Harbour on Steam and let us know what you're curious about saying next. Slash it! Das sieht auch cool aus. Sieht ein bisschen nach einem PS1-Spiel aus, aber auch nicht irgendwie das cool. Okay. In Grave Seasons, we have a variety of different NPCs, and everyone has their own specific role in town. All these NPCs have their own schedules. They move pretty much autonomously throughout the town of Ashen Ridge. Sometimes events will interrupt that schedule, like murder, for example. You can see that the town doesn't necessarily revolve around your interactions with these NPCs too. It makes you care about everything more. It makes you care about the people in the town if they feel real. And I also think that when you have the ever-looming threat of murder or violence, it's even more important for you to care about those people. We want the characters and people in Ashbridge to feel like people, and that means that not all the meaningful relationships you have to be romantic. In limiting our pool of romance options a little bit, I find that we've been able to get a lot more rich story detail of the romanceable characters. It is no secret that you can romance the killer. That could be an experience you're trying to opt into, is where it could get more dangerous or morally complex. Because of the fact that when you begin again, a different character from our campaign pool will be selected. Okay, man kann halt irgendwie mehrere Charaktere aside from being a farming sim, this is also a horror game. We really do value also es ist eine Farming Sim und ein Horrorspiel. And we don't necessarily want to shy away from the idea that if you don't engage with the horror aspects of this game, you might lose out in some of your relationships. If you're talking to someone and you're like, wow, I hope you're not next, there's an added element, I think, in order to make sure that hits emotionally. A hidden component between horror and okay, man hofft quasi, dass die NPC, mit denen man halt spricht, nicht als nächstes halt irgendwie umgebracht werden. And not just creating content for content's sake.
it was really important to us as we were sort of crafting the overall narrative of Grave Seasons. Okay, auch für die Kontrollen. Hey, long time no see. I hope you're enjoying the show. The Story-Rich Showcase Steam page features all of the games from today's showcase. You might even be watching this there right now. Geht gerade wieder darum, dass es diese Steam-Page gibt. Okay, hat man jetzt zweimal gehört. Some of the games that we just announced. If that's not enough, there's also the Story-Rich Mega Bundle, which features 10 of the best narrative games in recent memory. Okay, let's get back to the announcements. I know we don't get called into places Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen mehr High-Quality aus. Und weniger irgendwie. Könnte Indie sein, aber trotzdem ist auch nur 3D-Grafik. I'm not leaving this time. Okay, also die Kontaminierung soll man in einem We can actually save somebody. Ja, cool, so ein Puzzlespiel, Portal-mäßig. Oh my god, that's her. Und hier. Nein. Reconnecting calls. Final report of Dahlia Volkova. Dieses Building Relationships, oder wie es heißt. Ich fand es ja damals schon geil. Eine Katze. Da war ein oder ist es jetzt ein anderes Spiel? Es war eigentlich ein ganz verlögendes Spiel, da war so ein zwei Gebäude, das eine hat irgendwie an der Stange getanzt. Irgendwie, es sah genauso aus wie diese beiden Häuser. Ja doch, genau. Building Relationships. Ich finde den Namen auch so witzig. Es geht nicht darum, dass man die Beziehungen aufbaut, es geht um, dass es um Gebäude geht. Das ist Hi, I'm Juan Pablo from Mercury Dream, and I'm here to talk to you about our game, Desktop Explorer. Hallo, In this game, you have to navigate through your uncle's old computer and find out what happened to the person he was looking for and how a program called Desktop Explorer was messing with his head. Everything is computer-centric, so be ready to solve puzzles using computer features you never thought could be used as puzzle mechanics. However, this old computer has more to it than just text files. We haven't talked about this in detail in previous announcements, but Desktop Explorer can change quite a bit in its approach to torment its different users. For example, if the computer's youngest user was addicted to a virtual chat room, well, you'll have to read conversations from years ago and understand what made her play along with Desktop Explorer. Combine all of your skills to reach the truth of it all. Remember, nothing is off the table. We'd love to share more, but we want to leave plenty of secrets for you to find when you play the full game. So please, leave us a wishlist on Steam. Ich finde die Idee cool. Also irgendwie so, man spielt ein Spiel auf dem PC, wenn man simuliert ein Computer benutzt. Das war ja ein anderer Computer. Will you outsmart the computer? Will you solve the mystery? Will you become Windows a Desktop Explorer? 98 Thank you so much. PC. We really hope you enjoy the game when it comes out on July 17th. And right now, you can check the demo on Steam. Thank you so much, and goodbye. Okay. Oh. Okay, der Arschteil gefällt mir. Ah doch, das kam vom Button. Das, wo du diese Begriffe halt damals und irgendwie neue Spiele
Quatsch, nur neue Worte findet. Aber das mit dem Gameplay habe ich jetzt nicht gesehen. Cool. Sieht ganz gut aus. MID-Mann. Bisschen Psycho, aber ja, okay. Story Showcase is brought to you by the team at Fellow Traveler. We're an indie publishing label that focuses on narrative games, and you may have played some of our past hits like Citizen Sleeper, 1000 Times Resist, or the recently released Titanium Court. We've had a few games in the showcase so far, like Burn 9 and Penguin Colony, but we have even more to show off. Let's check it out. Noch ungefähr 13 Minuten, dann ist fertig. Dann gehe ich aber auch direkt auf, weil ich schlafen muss heute, aber morgen habe ich keine Zeit, aber am Mittwoch eventuell. Vielleicht am Morgen so zwischen 4 und 5 vielleicht, aber eh nicht. Ah, cool, also gibt noch eine kritische Version für die Switch und die PS5. Ganz viele Spiele, das ist okay. Okay. How's it going? My name is Edmund Tran, and I'm the managing editor of a little website called This Week in Video Games. This Week in Video Games is a completely independent, reader-funded website covering games and the games industry. Thanks to our supporters, we're completely commercial-free, which allows us to focus on the stuff that actually matters instead of appeasing algorithms. Things like curating stuff that's actually important, as well as working on in-depth reporting, long-form writing and developer interviews, and making sure we respect your time as well as our own. We absolutely love narrative games because we know they have the capacity to tell highly evocative and effective stories, and that the full potential of the medium and die ganzen Story-Spiele und each year we discover new narrative games that hit us in surprising new ways, which is why we're so keen to get involved in this showcase. And since we're based in Australia, we know firsthand just how many amazing independent video games are being made down here. So we're very pleased to be able to introduce these next titles, which have been on our radar for quite some time and are now on yours. Okay, die zeigen noch ein paar Spiele, die auf der Radar waren. When you signed the lease to that house of hers, you didn't just attract Janet's attention. You put you and your mate smack bang in the middle of a cosmic battle between good and evil. Die so, oder Filme, die sind mit Knete. Really? Ja, ein bisschen creepy. She's just a bitch. Okay, also visuell beeindruckend, aber irgendwie auch verrückt.
Oh, I know, worum es kommt auch für den Mac, Leute. Das erste Mal auf einer Game Show, dass wir irgendwie Mac nehmen. Hey, Dave here from Powerhoof. Last year we put out a pulp adventure thriller called The Drifter, and yeah, now I want to tell you about my 90s Ich inspired sag nur, dass man auf dem Mac fantasy kaum adventure spielen epic kann. called The Wie ist denn das? Join friends Pendar, Tanny and Wit as they flee the Shadowfell, along with a two-headed rogue, the axe-wielding uplander Otar, Das and sieht an army of aus skeletons. wie als It's your first night würde away das from those irgendwie days. auf einem You have first Super watch. Nintendo The Talwinium started as a kind of irgendein nostalgia Port project for von me, like sort of evoking Ultima oder wie books es and games that I've hieß. been in Also love with since the 80s. altes The art so. styles in glorious Das auch 16-color reagiere, Dragon Slayer, full 3 aspect ratio and stuff. Yeah, so like really like als dem Sierra games that I grew up Nintendo. playing. Halt ohne diese Cinematics oder so Even als sort of plays on the hardware ja, that was used back in the day. The story's all the fun, Jump and tropey run, fantasy stuff that I grew up reading too, RPG. with the twists and turns that you'd expect from the rider of the Drifter. It throws you right into the action. Imagine it's the first night Bilbo leaves the Shire and Gandalf just had his throat slit. Keine so Artteile sehe ich so wie diese ganz alten PC-Spiele, so DOS-Spiel. And you've got the Talwinium. Gameplay is a kind of a mix of old and new. There's Oder no eine soft lock if you miss an Portierung auf item, die or like crazy Super moon logic Nintendo. puzzles. And yeah, it's point and click. There's no like typing in, look around. But like those early games, looking around is a big Und an den Oki, so there's ich like a hier gerade dedicated ganz gemeint, ist look Point and cursor. Click. Also I genau sort of was love will ich. how immersive some of those old games feel, despite their simplicity, just because you're really in the world, reading descriptions as you look around the room to get hints at what to look into more. Okay. So, book 1 of the Talwinium, Winter's Dawn, is available as a demo on Steam right now. I've put out early versions of the first 3 books already, and yeah, once the 4th is complete, there'll be a sort of finished story, and I'll package them all up together here on Steam. And yeah, I really hope you'll have as much fun playing them as I've had making them, because it's been a blast. Demons wohl. Okay, es geht um die DLC von Spiel, das ich noch nie gehört habe, aber das sieht aber auch irgendwie. Es sieht ein bisschen aus nach Persona 1. Ein bisschen. Ich war gerade irgendwas mit ist eine Mischung aus Super Mario RPG, Persona 1 irgendwie und Fire Emblem. Noch nie vom Spiel gehört, aber anscheinend gibt es da ein DLC für. 2 of my team are walking wounded. The other is about to lose her Tactical Narrative Game könnte jetzt irgendwie von Kojima stimmen. It took a lot to make me go back to the 1,000 hells. But she could pay it, and more. I just had to bring her murdered sons out. I needed to assemble the right team. I just hoped I could bring everyone back this time. Nice. We got past some very insistent guardian demons, but not without our first scars. Party ist ein Alkoholiker, okay. I was glad I'd recruited a singer when we met shades who demanded funeral songs. It was that, or be torn apart. Das Konzept und das So here we are, just worn down husks. But maybe we can still nick what we need from under the monster's snout. Well, check halt nicht ganz, was man da jetzt genau auswählt, aber okay. 1000 Hals. Okay. Hi, Gareth Damian Martin here, creator of In Other Waters and the Citizen Sleeper series. I hope you're enjoying the story-rich showcase so far. I'm dropping in for just a little announcement. I'm happy to reveal that Citizen Sleeper 1 and 2 will be releasing on Nintendo Switch 2 on June 25th. If you already own either game, you'll be able to upgrade to the Switch 2 edition for free on that day too. Ist gleich fertig, oder? But that's not all.
On June 7th, that's tomorrow, Ja, I'll be in the 4 PC Minuten. Gaming Show to reveal my brand new Also game, so the um world halb premiere. 2 ist The show es zu starts Ende. at 8 p.m. BST, 12 p.m. PDT, so don't miss it. I'll see you there. And that does it for the first ever Story Rich Showcase. Thank you so much for tuning in and for Genau, also anscheinend, also glaube ich, die anderen Stream-Showcases, da haben die halt gemeint, dass eine gab es 2023 und so, oder 2024. Das hier war jetzt das erste dieser Art. Returning to Steam from October 8th to 12th. Of course, none of this would be possible without a ton of work from across the team, without support from our partners who helped us bring this show to you, and of course, the developers who trusted us with their announcements. Thank you all for coming, and we'll see you next year. Ja, okay. Also wie gesagt, Leute, ich finde es spannend, mal irgendwie so viel Neues zu entdecken hier in den ganzen Indie-Bereich. Von diesem Hiding Spot Game fand ich die Animation ganz cool. Happy Broccoli hört sich auch geil an. Just relax. Kick back. But to everybody still on the line, we're about to have ourselves a real rough time. Try your best not to look up or to look down, or to the left or the right, but especially not behind. Okay. And pay no attention. Please pay no attention to the moon that's getting closer and the thing behind the curtain. All of this, it's on the list of known side effects. You know, for what's happening now as a formality, as a minor formality, the meta mind defense grid needs Richtige Spiele, okay. just think of it a little bit like paying taxes, or like giving spirit energy to Goku or something. Welcome to the Metamind Defense Grid, the first and only defense against psychic threats to humanity. As a vertex in the Metamind Defense Okay, Grid, comment ça you'll sur be le texte, contributing your latent psychic capabilities towards the collective goal of repelling an imminent threat. Any questions? Ich lese gar nicht diese Unterschiede, weil der Text ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber okay, crazy. Ja genau, hier ist der QR-Code für diese Seite auf Steam, wo alle Spiele gezeigt wurden. Question 2. How long is all of this gonna take anyways? Answer. While no one can say for certain, Ja, und von Fellow Journal habe ich auch noch nicht vorher gehört. your material bodies need food or water. Question 3. Hey, I didn't consent to any of this. Okay, noch eine Minute. Question 4. Is there at least time Danach ist es fertig. to my loved ones first? Answer. No, because the operation will commence. Ach ja, Leute, ihr seid treu. Immer wieder Neues zu entdecken, ey. Okay, jetzt kommt diese Internet-Modellgeräusch. Mach mal auf klein. Hier dieses Green Game Showcase ist auch was ich gleich geben will. Und hier ist das so Latin America Gaming Showcase. Das da. Ja, the future is bright. Der hat ja recht. Okay, Leute, dann
ja, will ich mal sagen, genug für heute. Bin auch echt müde. Ja, Leute. Chat war sehr ruhig, bis auf ein paar 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, ja, Nachrichten. Ist ja auch von spät, macht überhaupt nichts. Deswegen, Leute, ich will gerade Musik gerade ein bisschen richten nachher oder morgen. Alright, also Leute, mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen, war eine ziemliche, ja, abwechslungsreiche Sache. Also hat mir auf jeden Fall gefallen. Und ja, deswegen, ich würde mal sagen, mache ich mal für heute Feierabend und gehe schlafen. Und irgendwann werde ich das Ganze auf jeden Fall nochmal schneiden und nochmal veröffentlichen. Deswegen, Leute, danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Und ja, danke, dass ihr noch so spät eingeschaltet habt, so zahlreich. Ach, habe auch gesehen, zwischendurch waren da auch echt irgendwie 15 ja, Zuschauer da und so. Könnt mir gerne donaten, wenn ihr wollt. Aber noch lieber als donaten abonnieren. Und aktiviert die Glocke und ja, lasst dem Video gerne mal ein Like da. Und ja, es freut mich, wenn ich mich gerade ein bisschen müde anhöre. Ist gerade 1:30 nachts, deswegen. Ich gehe jetzt mal schlafen, da in das Bett hinter mir. Und morgen früh wieder aufstehen. Und dann, Leute, auf jeden Fall, ja, bleibt auf dem Rollenden. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video bzw. Stream. Bleibt auf dem Rollenden. Konst die out. Skra.